Neuer Tag, neues Glück, liebe Freunde. Wir haben wieder mal bei Bricklink bestellt, eine große Bestellung mit fast 15.000 Teilen. Und bevor es jetzt dann losgeht, ihr seht, Rita ist schon ganz wahnsinnig drauf auf ihre Steine, die sie sich ausgesucht hat, wollten wir euch natürlich noch schnell im Schnelldurchlauf zeigen, was wir da so bestellt haben. Gar nichts. Es ist mitunter eine leere Tüte, eine der größten Bricklink-Bestellungen, die wir bis dato abgesetzt haben. Nach langem Hin und Her ist jetzt endlich mal das Paket gekommen. Und ich komme mal zu den großen Sachen, genau, oder? es sind ein paar Lots dabei, von denen wir relativ viele Steine haben. Rita zeigt euch, das sind Plates in Dark Bluish Gray, 2x2 rund. Ihr sagt ja immer, oder wir lesen sie oft in unseren Kommentaren und wir geben euch da recht, dass die Stadt noch ein bisschen zu steril ist. Wir brauchen da noch ein bisschen mehr in Sachen Landschaftsgestaltung. Dasselbe in hellgrau. Und der Verkäufer war so freundlich und hat diese runden Platten, ich glaube, für nicht mal einen halben Cent pro Stück hineingestellt. Dann habe ich gleich mal 500 von der und 500 von der Farbe genommen. Dann wieder dunkelgraue Jumper Plates, 2x2 für unsere Gehsteige. Genau. Dann, was haben wir dann noch? Okay. Was ist das? Ich bin so mir gar nicht mehr ganz sicher. Genau, das sind hellgraue 1x1er Bricks mit so Klammern. Die haben wir genommen, weil wir Zäune aufstellen wollen. Und da kommen später noch die Gitter dazu. Also da kann man die einhängen. Das sind auch noch so. Ja, ich denke ja an alles. Du wolltest die grauen. Ich habe dann noch die tan-farbenen runden Platten bestellt. Ich glaube, das müssten auch ungefähr 500 sein. Also das ist, wenn man da rechnet, ein halber Cent pro Stück, ist das schon ein sehr angemessener Preis, wie ich finde. Also tan, hellgrau und dunkelgrau. Damit wir einfach die alles Mögliche ein bisschen noch verschönern können und damit die Übergänge zwischen den einzelnen Szenarien nicht so hart sind. Dann 2x3er. Auch in hellgrau, also light bluish gray. Genau, auch wieder so dünne. Das sind auch Plates, die waren auch sehr günstig. Die habe ich dann einfach noch mit dazu geschmissen, denn die schaden ja nicht. Sowas kann man immer mal brauchen. Okay. Dann weiß ich nicht, wie man sowas nennen soll. Oh, ja, ich weiß nicht, auch nicht, ob ihr das gut seht. Das sind, glaube ich, Wedge Plates, also so komische Formen. Die haben noch weniger als einen halben Cent pro Stück gekostet. Und ich habe mir gedacht, wir planen ja demnächst ja auch mal unser Mittelalter-Layout. Und da wissen wir noch nicht genau, wie wir den Boden mehr oder weniger farblich gestalten. Und da habe ich mir gedacht, solche in Dark Tan, die kann man ja brauchen für eine Felsformation. Ich nenne die 2x2er mit Flügel. Mit Flügel, das ist ein guter Ausdruck dafür. Die kann man ja einfach ein bisschen so versetzt auch mit den Runden anbringen. Genau. Dann macht das sicher einen guten Eindruck. Ritas Lieblingssteine in der letzten Zeit. Ja. Die Mauersteine 1x2. Ich glaube, das sind auch ungefähr 600 Stück in hellgrau. Ja, weil wir noch viele Zäune brauchen. Ihr habt schon ein paar Mal geschrieben, dass es sehr gefährlich ist in unserer Stadt, da die Gleisanlagen nicht abgetrennt sind von den Gehsteigen. Das stimmt. Dasselbe in Dark Tan, ich glaube auch 600 Stück. Also ich würde mal sagen, alles, was bei diesen Teilen so unter 10 Cent liegt, ist ein guter Preis. Ich glaube, die haben 6 Cent oder 5,5 Cent pro Stück gekostet. Wenn man da mehr nimmt, ist man immer preislich sehr attraktiv unterwegs. Auch wieder so Flügelsteine, aber ein bisschen schwieriger. Schwierigere Flügelsteine. Schwieriger zum Beschreiben. Nein, 2x3er mit Noppenflügeln. Ich glaube, ich bestelle ab jetzt immer so irgendwelche speziellen Teile, dass Rita sich neue Namen dafür einfallen lässt. Die waren auch extrem günstig und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht will man mal irgendwas in hellgrau fließen, dann ist das ja, oder nicht, besser gesagt nicht fließen, sondern mit Plates belegen, dann ist das eigentlich sehr interessant. Aha, für den Schneeberg? Ja. Wie ist man? Winterdorf? Das Winterdorf. Ich bin ein bisschen durcheinander heute. Rita ist ganz hin und weg von den Steinen. Sie weiß gar nicht, was sie alles hier hervorzaubert. Das ist ein Wahnsinn. Wir wollen ja das Winterdorf noch ein bisschen erweitern oder sind schon dabei gewesen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Das und da muss natürlich
im Winterdorf auch noch ein bisschen mehr Relief hinein. Da haben wir uns gedacht, wir kaufen da auch noch ein paar von diesen Slopes. Ja, 16x16er Straßenplatten, und zwar Aber sind süße ja Straßen. hinten dort, wo wir, ich sage jetzt mal, die Sets aus den späten 1990er Jahren stehen haben, fehlen da noch ein paar. Ein paar von euch haben schon geschrieben, weg mit den Sets, sie wollen die nicht. Wir haben sie momentan noch stehen, bis wir da was Besseres dafür finden. Okay, auch wieder solche kleinen, die sind ja so klein. Die kommen, ja, tja, Rita ist nur große Sachen gewohnt, so wie es aussieht. Die kommen übrigens zum Hafen, dort fehlen uns die noch, die passen zum Set, zu dem neuen Hafen 46, 45, wenn ich mich nicht täusche. Da ja, wollen wir den Weg, diese Mole, die ins Wasser hineingeht, noch ein bisschen verlängern. Dann haben wir hier die gleichen, die wir zuerst in hellgrau hatten, die 2x3er mit Noppenflügeln. Haben wir hier auch in dunkelgrau. Wieder, ich glaube, fast 200 Stück. Jetzt wisst ihr, warum das fast 15.000 Steine sind in dieser Bestellung. Und zu einem sehr guten Preis, sage ich nochmal, hat der Verkäufer auch diese hier verkauft. Dann 2 Säcke voll Pflastersteine für die Gehsteige. Das war der Hauptgrund, warum wir eigentlich bei diesem Händler bestellt haben, weil unsere 1x2er 1x2er Fliesen schon wieder aus sind. Da haben wir ja vor kurzem erstmal 5.000 Stück bestellt. Vielleicht könnt ihr euch noch an diesen großen Sack hier erinnern. Und es schaut immer so viel aus und dann fängt man an, damit zu arbeiten und auf einmal, puff, sind sie weg. Ja, das sind jetzt wieder 5.000 Stück. Wir haben zwar, und da würden wir gerne auch eure Meinung dazu wissen, wir haben jetzt selbst für uns schon mehr oder weniger entschieden, dass wir nicht die ganze Stadt mit diesen 1x2er Gehsteigfliesen fließen werden. Zum Beispiel im Wohnbereich sind wir noch am Überlegen, ob das eine gute Idee ist überhaupt. Und hinten dort, wo die hellgrauen Straßenplatten sind, Richtung Cargo Terminal und dann sowieso Richtung Campingplatz, werden wir das auf jeden Fall nicht machen. Stimmt. Also schreibt uns in die Kommentare, ob der Wohnbereich auch mit diesen Fliesen gehsteigmäßig gefliest werden soll. Dann seht ihr sie schon lachen. Ja. Wassersteine, das sind nochmal 3.000 insgesamt, obwohl der Strand eigentlich schon fertig gefliest ist. Jetzt sag mir mal, warum du wieder 3.000 von diesen Wassersteinen brauchst. Erstens mal habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht irgendwo einen See mal machen werden oder vielleicht einen Fluss oder sonstiges. Ich weiß zwar noch nicht wohin, falls ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Und was ich auch noch gerne machen möchte, ist beim Hogwarts Castle haben wir ja auch diesen See und der ist nicht gefliest. Und jetzt schaut der im Gegensatz zum Meer nicht so schön aus. Das ist wohl wahr, meine Liebe. Eben. Und wir wollen ja auch im Piratenteil unseres Vergnügungsparks noch mehr Wasser. Da haben wir ja vor, dass wir den kompletten Bereich unter Wasser setzen und dass die Leute dann mit Ruderbooten durch den Bereich tuckern können. Und ja, dort kommt dann die Barracuda hin und auch unser Piratenschiff und die Piratenachterbahn. Und da brauchen wir natürlich auch wieder solche, das ist ganz klar. Und ja. Was das ist, weißt du wahrscheinlich noch nicht. Da habe ich 2x2er geheim bestellt. Steine mit Stöckchen. Ja, mit so einem Stöckchen. Wie die offiziell heißen, weiß ich auch gar nicht. Und zwar sind die schon mal vorab reserviert für unsere Unterwassergeschichte, für das Unterwasser-Layout. Denn auch dort wollen wir, dass natürlich der Unterwasser, der Boden nicht ganz gerade ist, sondern ein bisschen ein Relief aufweist. Und da hat der Verkäufer auch diese Steine für, ich glaube, unter 1 Cent pro Stück verkauft. Und da habe ich glaube, 400 genommen, das sind dann 4 Euro und damit kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was interessanter gestalten. Gut gedacht. Habe ich gut gedacht, oder? Und wir machen es natürlich auf die schlaue Art und zwar kommt dieser Pin oder wie man das nennt, immer auf die Rückseite oder auf die Innenseite, dass man ihn nicht sieht. Ja. Fertig. Haben wir ja auch zum Beispiel bei unserem Mountain, bei unserem Berg gemacht, plus beim Disney Castle auch auf diesem Berg. Ganz genau, wir sind da ganz schlaue, das ist ganz klar. Extrem. So, was ist das? Da bin ich jetzt gespannt, ob du das weißt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe das Teil schon verwendet beim Quidditch-Set, aber in durchsichtig, Richtig. wo der Schnatz drauf sitzt.
Wir haben, und zwar, was das ist. ja, wir haben und da kommen jetzt dann noch mehr Teile, die, glaube ich, alle hier drin sind. Wir haben vor, im hinteren Teil der Stadt, also dort, wo der Wohnbereich ist und auch das Cargo-Terminal, dass wir dort neue, moderne Straßenlaternen verbauen, so wie ihr es aus vielen Sets kennt. Ach so. Und das sind die, ja, Laternenmasten sozusagen. Da kommen jetzt dann noch Teile dazu. Dann erkläre ich dir und unseren lieben Zusehern das genauer. Okay, könnte da zum Beispiel... Ja, die sind im Übrigen, obwohl die aus vielen Teilen bestehen, auch noch billiger als die alten Straßenlaternen. Was ist da hier ist ein passiert? Sackerl aufgegangen. Das ist aber genau das, wovon ich spreche. Ja. Oh, dann liegen die Teile hier wahrscheinlich wild herum. Also hier habt ihr dann diese Aufnahmen noch, und zwar für oben die hellgrauen und für unten die dunkelgrauen. Also da werden dann die Stützen eingehängt und oben das Licht, welches wir dann auch wahrscheinlich noch irgendwo haben, ich hoffe zumindest. Wenn wir mal eine fertige Laterne zusammengebaut haben, dann zeigen wir sie euch. Die kennt ihr aber sicher aus vielen City-Sets, die so in den letzten Jahren herausgekommen sind. Zu was kommen wir? Wichtigeren. Ihr habt schon gesehen, Rita hat wenig gesprochen bis jetzt. Das ist, weil das sie nicht so interessiert, aber jetzt geht's los für sie. Ich habe die hier bestellt. Das sind, keine Ahnung, Flammen in Wasserfarben oder sowas. Auf jeden Fall habe ich die, oder möchte ich die verwenden, denn ich möchte ja endlich ein Feuerwerk zu meinem Disney Castle haben. Jetzt, da es beleuchtet ist, brauche ich ein Feuerwerk auch noch. Und da hätte ich zwei quasi so Feuerwerksbälle, die ich gerne über dem Disney Castle fliegen lassen möchte. Und da habe ich unter anderem diese Schneeflocke von der Elsa verwendet und eben auch diese. Ich hoffe, dass ich bald alle Teile dafür habe. Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn ich brauche auch noch diese 1x1er rund mit Loch. Mit Loch, genau, und ja. Wir haben voll viel, also voll viel, aber genug 1x1er rund ohne Loch. Ja. Ich war schon kurz davor, dass ich irgendeine Bohrmaschine hole und dann ein Loch reinmache. Aber gut. Da hat der Christoph ja keine Bohrmaschine. Wilde Methoden, wilde, unzivilisierte Methoden hier bei Rita. Ich habe ihr versprochen, dass ich in der nächsten Zeit mal solche runden, kleinen Steinchen mit Loch für sie auftreiben werde. Hoffentlich ist das dann bald soweit und wir können das Feuerwerk bewundern. Genau. Was ist das? Ich weiß nicht, wieder nicht so interessant. Ach, ich weiß, warum ich die bestellt habe. Das ist weil wir jetzt in der letzten Zeit sehr viele neue Bäume gebaut haben mit unseren Blättern aus dem Legoland. Und da sind diese 1x2er mit Haken ganz praktisch, damit man mehr oder weniger neue Äste machen kann. So. Und das stört dann auch gar nicht, dass die in Grau sind. Das wollte ich gerade fragen. Da kann man, wenn die Blätter dann dort eingehängt sind und so, dann sieht man das überhaupt nicht. Ich wollte sie eigentlich ursprünglich in Braun bestellen, da kosten sie aber ein Vielfaches und die waren wieder mal extrem günstig. Dann 1x2er goldene Jumper Plates. Oh ja, weißt du, für was die sind? Die habe ich extra für dich bestellt. Zur Verzierung beispielsweise von einem Zaun. Ja, wir werden dann Zäune bauen mit den Mauersteinen oder mit anderen Geschichten und dann kann man da oben eine schöne Verzierung machen. Dann was haben wir hier? Haben wir Bananen, Kameras und nicht gebackene Croissants. Das ist immer das, was Rita, also die Abteilung Food, wie es bei Bricklink heißt und auch Minifigure, Utensils und so weiter, das ist immer das, wo sich Rita auskennt. Sie hat heute bestellt Bananen, kann man immer brauchen. Kameras und ungebackene Croissants. Ich glaube, dass sie ungebacken sind. Oder vielleicht mit einem Zuckerguss drauf. Man weiß es nicht. Dann haben wir hier noch ein paar bedruckte Fliesen. Unter anderem mit einer Karte, das ist sicher zum Beispiel auch für den Piratenbereich dann später interessant. Dann haben wir hier ein Wanted-Schild. Für den Westernpark. Finde ich extrem cool. Und das andere ist, schätze ich mal, vom Heart Lake Park oder sowas, oder? Weil da ein Herz drauf ist, ein blaues. Auf jeden Fall, egal. Gut verwendbar auf jeden Fall für unsere Zwecke. Die kaufen wir immer ganz gerne. Die sind eigentlich nicht günstig, kosten fast einen halben Euro teilweise pro Stück, aber die sind so als Straßenschilder eigentlich ganz nett und werten jede Stadt auf.
Dann haben wir wieder ein Mischmasch aus solchen runden 2x2ern. Einmal in dunkelgrün und einmal ist das Nougat. Ja, seht ihr mal, was Rita alles gelernt hat in letzter Zeit. Naja, es sieht ja aus... Das ist Medium Nougat, liebe Freunde. Das ist vielleicht, weil ich schon ein bisschen Hunger habe. Deswegen. Aber... Da hat der Verkäufer leider nicht so viel gehabt, aber so ein kleines gemischtes Säckchen ist sich ausgegangen, auch wieder für die Landschaftsgestaltung da und dort. Also da werdet ihr hoffentlich in nächster Zeit dann viel sehen. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob ihr es gut seht, einfach diese Cones, die wir auch verwendet haben in Gelb für die, sind auch hier in Gelb drinnen, in Gelb für die Maiskölbchen. Behilflich. Stimmt das? Ja, richtig. Das sind diese Cones und zwar in einer speziellen Farbe in Flat Silver. Hier sind noch mehr von den besagten Maiskolben und das ist dasselbe Teil in Flat Silver. Die waren auch extrem günstig. Und zwar kommen da jetzt noch ein paar Lots mit solchen Steinen. Die habe ich einfach bestellt, zum Beispiel für meine Güterzüge als Schüttgut. Ja, das sieht so aus wie Schotter, wenn die wo drinnen sind. Also die Container und alles Mögliche wird jetzt dann nach und nach mit dem befüllt. Also auch das ist dasselbe im Tan. Sorry. Hier ist ein blondes Haar von dir. Wie kann denn das sein? Wir haben doch die Teile noch gar nicht ausgepackt. Oder ist das vom Verkäufer? Vielleicht hat er oder sie auch lange blonde Haare. Ganz also die waren auch extrem billig. Ich glaube, einen halben Cent pro Stück. Da kann man nicht Nein sagen. Genau. Dann Was haben ist wir, das? Das sind keine Cones, sondern das sind einfach normale Röhrchen in dunkelbraun. Ja, die sind zum Beispiel für unsere Palmen ganz praktisch. Ja, Also Baumstämme oder wenn es... Für die Palmen. Wenn sie nicht gebraucht werden, dann auch als irgendwer eine Art Material, als Schotter oder Erde. Das ist ja cool. Auch wieder diese... Trans-Violet ist das, glaube ich, oder Trans-Purple, auch wieder diese Cones. Ja. Die sind sicher von den Hidden Side Sets, oder? Ja, die kommen bei den Hidden Side Sets auf jeden Fall vor. Der hat ja wahrscheinlich billig gekauft und ausgeschlachtet. Das sieht ihm ähnlich. Dann die Wellen. Ja, das sind diese 1x1er Cheese Slopes. Also jetzt überholt mich Rita langsam mit ihrem Wissen über die Lego-Steine. Oder so. Und zwar wollte ich eigentlich 1x1er Fliesen noch kaufen in dunkelblau, Trans dunkelblau. Hat es aber leider nicht gegeben. Jetzt habe ich diese Cheese Slopes genommen und da habe ich mir gedacht, ja, dann ist halt beim Meer oder beim Wasser manchmal eine kleine Welle drin. Das macht doch auch nichts. Dann haben wir hier einmal 1er in rund dunkelblau, auch wieder als Material für die Züge. Also es wird da alles jetzt gefüllt. Dann haben wir hier solche Ecken. In Dark Tan. Die ausschauen wie bei Tetris. Genau. Ich liebe Ritas Vergleich. Ich bin schon gespannt, wie lange es noch dauert, bis Lego die Bezeichnung Wasserstein und Maiskolben und Tetrisstein und mit Flügel offiziell in ihr Vokabular aufnimmt. Die sind übrigens zum großen Teil für den Strand. Da möchten wir die erste Linie so dunkelgrau machen, dass es aussieht, wie wenn das Wasser nass wäre. Meine Beschreibungen machen wenigstens Sinn. Ja, da kann man sich was drunter vorstellen. Richtig. Zäune. Wir brauchen noch jede Menge Zäune. Ich glaube, da kommen sogar noch welche. Oder auch Radständer. Oder Radständer. Wir haben sogar noch 1, 2 Räder aus dem Legoland, die wir noch nicht verbaut haben. Nein, habe ich die übersehen. Das sind jetzt die 1x2er in Trans Yellow. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, ob das sehr viel spiegelt. Für die Laternen. Genau, so das sind die Lichter. Wir bauen da mal eine Laterne für euch auf, dann könnt ihr euch das vorstellen. Aha, auch wieder Flat Silver. Flat Silver Grill Pieces für die Gullideckel, genau. Die sind uns, da haben wir glaube ich 200 bestellt mal und die sind uns schon fast ausgegangen. Flat Silver ist auch relativ günstig. Da haben wir nicht Nein gesagt. Was das ist, weiß ich nicht. Also ich weiß es schon, das sind so Arch Pieces, 1x6er in Dark Bluish Grey. Warum ich die bestellt habe, weiß ich nicht. Vielleicht um irgendwas zu untermauern, zu unterfüttern. Ich glaube, die haben auch 1 Cent pro Stück gekostet. Da kann man einfach nicht Nein sagen. Okay, du hast es bestellt, weil sie billig waren. Ja, ich habe viele von den Teilen bestellt, weil sie billig waren. Und das sind dann oft die Teile, die man wirklich schmerzlich vermisst. Also das sind einfache Teile, die man aber oft braucht. Es ist manchmal so, dass man öfter etwas ein bisschen erhöhen will und man hat aber nur schöne, teure Steine im Moment zur Hand. Da ist man froh, wenn man sowas hat. Dann haben wir hier, das sieht man nicht so gut, aber es sind einfach ganz normale Sessel in Blau und in Gelb. Wir haben jetzt viele Parkbänke und Sitzmöglichkeiten in unserer Stadt und da
sind uns die schon ausgegangen, obwohl wir so ein ganzes Säckchen davon gehabt haben. Ja. Oh, da wirst du jetzt auch schauen. Aber was tun Da bin wir ich damit? gespannt. Ja, Einmal ich weiß nicht, wo du die anderen hingegeben hast. rund, ich weiß nicht, was Ja, ich das getan sind habe. Fliesen auch in Gold. Und zwar haben wir zuerst irgendwo diese Jumper Plates. Wir finden schon gar nichts mehr, weil unser Tisch so voll ist. Wir haben zuerst diese 1x2 genau. Jumper Plates, wo ich gesagt habe, die sind für die Zäune In oben als Gold. Dekoration. Genau. Was glaubst du, was man zum Beispiel in diese, wo man die Jumper Plates verwenden kann und mit diesen runden Fliesen, die kann man dann oben drauf geben. Was glaubst du, wie die Zäune toll aussehen werden? Unsere Leute werden dann in den Vergnügungspark gehen und sich nur mehr die Zäune ansehen. Das sind, das weiß ich ganz genau, 623 Stück und ich glaube, die haben nicht mal 5 Euro gekostet. Also da werden wir auch verzieren bis zum geht nicht mehr. Bistrotische, Stehtische Ja. brauchen wir auch. Wir haben einige Straßencafés und Pizzerien. Dann haben wir, nicht, dass das auch aufgeht, Zäune. Das sind jetzt die Zäune, wo wir ganz am Anfang diese 1x1er in hellgrau mit diesen Klammern, mit diesen Zwickern gehabt haben. Da werden wir diese Zäune dann einhängen. Okay. Oh, Was auch und das immer sind das so Technik-Röhrchen, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen. Die waren auch extrem billig und die mach's mal auf. werden auch in irgendeinen Güterwaggon, in einen Schüttwaggon hineingelegt. Ich glaube, das ganze Säckchen hat ja nicht mal, ich glaube, 15 Cent gekostet. Also die waren ganz billig. Das waren fast die günstigsten Teile, die der Verkäufer gehabt hat, sind aber 2 Bricks lang und ich finde, die kann man irgendwo reinschmeißen und die tun niemandem was. Hoffentlich. Und? Dann haben wir wieder 1x2er mit Haken, die wir zuerst schon in hellgrau hatten. Die sind auch Überall übrigens für sind die meine Bäume. Weiß nicht, bist du in der Mauser oder gehen dir die Haare aus? Ich hoffe nicht. Das Winterfell. Ja, die sind auch für die Bäume, damit wir die Äste einhängen können. Genau. Und, Was auch immer das oh ist. ja, das Keine weiß ich Ahnung. schon, das sind 2, 3 Häken und 3 solche Spulen für, oder solche Aufnahmen für Spulen für eine Schnur oder für ein Seil, die fehlen mir bei irgendwelchen Kränen oder, ihr wisst schon, diese Cargo-Geschichten, da sind die nicht ganz komplett und der Verkäufer hat die gehabt und da habe ich mir gedacht, die nehme ich mir mal so nebenbei mit. Also ich glaube, irgendeiner von den Kränen hat noch kein Seil aufgehängt. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Highlight des Videos. Rita hat das wieder für den Schluss aufgehoben. Das sind ihre Figuren. Natürlich, das Highlight kommt immer. Aber es sind nicht nur normale Figuren. Ich bin dir mal behilflich. Oh, die Figur verliert schon ihre Frisur. Also wir haben 3 Röcke gekauft in Schwarz. Die zeige ich unseren lieben Zuschauern gleich mal. Wir haben relativ wenige Frauen mit Röcken. Da hat Rita gleich zugeschlagen, 3 verschiedene sogar, die ganz nett aussehen. Und dann... Das sind diese coolen Figuren, die wir ja auch, also die ja auch kaufbar sind in unserem Einkaufszentrum. Und ihr seht es, ich habe gar nicht gewusst, dass es da auch quasi so Gruselfiguren gibt. Und da haben wir zugeschlagen und ich wollte die irgendwie im Gruselpark dann verbauen. Wir werden sehen, wie wir das machen. Da Vielleicht auch könnt ihr ein schon Zaun. gespannt sein. Vielleicht Ich wird weiß aus nicht. diesen Figuren ein Zaun gemacht. Ja. Es sind auf jeden Fall sehr gruselige dabei. Zombies Oh ja. und Goblins und Skelette Skelette. und so weiter. Ja. Also die passen wirklich wie die Faust aufs Auge in unseren Gruselpark. Genau. Ich glaube, die waren zum Teil auch gar nicht so günstig, aber wir haben da zugeschlagen, da sie Rita unbedingt wollte. Und wenn sie glücklich ist, bin ich es auch. Ihr wisst ja, wie das ist. Richtig. Da haben wir dann zugeschlagen. Und das grande Finale Sind noch ein paar Figuren. ein paar Figuren, die so ungefähr 1 Euro gekostet haben oder sogar ein bisschen weniger. Aus welchen Sets die genau sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube, der Typ mit der dunkelroten Kappe ist aus irgendeinem Speed Champion Set. Das sind übrigens die 2 restlichen, die ich herzeigen darf. Genau, eine kleine. Der ist wie gesagt doppelt und ein kleines Mädchen, so ungefähr 1 Euro. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Wir haben alles gesehen, oder? Okay. Also jetzt geht's ans Bauen. Wir haben da jede Menge zu tun, glaube ich, und sind wieder mal Ja. eine Zeit versorgt.
Ihr wisst auch, was uns in der nächsten Zeit so beschäftigen wird. Ihr habt ja geschrieben, dass ihr ganz gerne sehen wollt, was wir so an Teilen immer hereinbekommen. Dann können wir euch sagen, was im Moment so unsere Pläne und Projekte sind. Ja, und ich würde sagen, wir verschwenden jetzt keine Zeit. Wir packen wieder alles zusammen und dann geht's ab zur Stadt. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ihr seid dann hoffentlich auch gespannt drauf, wie es bei uns weitergeht. Ja. Also an Steinemangel leiden wir jetzt momentan mal nicht. Wobei, man braucht immer wieder irgendeinen Stein, Ja, den es man geht nicht hat. teilweise relativ schnell. Also zum Beispiel diese 5000 Gehsteigsteine, da könnt ihr sicher sein, die sind bald wieder weg. Aber gut. Momentan sind wir versorgt. Ja. Wir freuen uns. Danke für eure Kommentare und für eure guten Tipps. Oh ja. Einige dieser Teile sind auch gekauft worden, weil ihr uns die Ratschläge in die Kommentare geschrieben habt. Und ja, wir sind da ganz froh drüber. Und eure Expertise hilft uns, die Stadt natürlich noch besser zu machen. In dem Sinne, baut auch ihr was Schönes. Hoffentlich habt ihr genug Teile. Hoffentlich habt ihr auch einen neuen Voltzug, den ihr fahren lassen könnt. Dann sieht der Tag schon wieder ganz gut aus. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.